So, heute geht es mal um Kameras von der Firma Leitz und in dem Fall jetzt hier speziell um die Leicas. Ich habe hier mal zwei Leicas hingestellt und hier hinten einen russischen oder besser gesagt sowjetischen Nachbau. Ich nehme jetzt mal die anderen beiden Kameras weg, denn heute geht es speziell um die Leica 3G. Diese Kamera kam 1957 auf den Markt und war die letzte dieser Leica-Serie, die ein Schraubwechselobjektiv hatten. Die Leica-Kameras zeichneten sich durch eine hohe Qualität aus, in feinmechanischer und optischer Form. Die Kamera hatte einen Schlitzverschluss und die Kamera hatte ein Wechselobjektiv. Und die Kamera hatte, kann man hier vorne sehen, ein Entfernungsmesser, der über ein extra Fenster betrachtet wurde. Zu dem Zweck drehe ich die Kamera mal um. So sieht sie von hinten aus. Hier ist eine Filmtyp-Merkscheibe. Dann haben wir hier den eigentlichen Sucher und daneben die Einblicköffnung für den Entfernungsmesser. Ich nehme das mal ein bisschen dichter ran. So, dann kann man es hier etwas besser sehen. Daneben ist auch hier der Synchronkontakt für Splitsgerät. Ist nicht optimal gelöst aus meiner Sicht, weil man hier immer mit dem Auge durchblicken will und daneben das Kabel weggeht zum Blitzgerät. Aber so war es nun mal. Das ist einer von den kleinen Nachteilen dieses Kameraprinzips. Der andere Nachteil scheint mir bei der Kamera auch daran zu liegen, dass das Sucherfenster hier extrem klein ist. Also Brillenträger haben wirklich Schwierigkeiten, das gesamte Bildfeld zu sehen, einschließlich der Markierungen, die hier noch eingeblendet werden. So, weil ich das gerade so in der Position halte, hier ist der Blitzschuh und hier wird die Verschlussgeschwindigkeit eingestellt, hier ist der Auslöser, hier ist die Rückspulsperre, wenn man den Film aus der Patrone wieder zurückziehen will, und hier wird einmal aufgezogen und zum anderen ist das die Scheibe, auf der man die Zahl der belichteten Fotos ablesen kann. So, dann drehen wir sie mal wieder um. Ich komme mal gleich zu dem wichtigsten Punkt, nämlich dem Wechselobjektiv. Zu dem Zweck kann man hier drehen und dann das Objektiv herausschrauben. So, habe ich jetzt gemacht. Hier ist das Objektiv dann zu sehen. Hier oben ist die Blendeneinstellung. Da ist es so, je nachdem, welche Entfernung man eingestellt hat bei der Kamera, bewegt sich natürlich auch die Position. Das zeige ich gleich nochmal. So, das legen wir mal hier weg. Und hier kann ich jetzt gleich die weiteren Teile der Kamera von vorne zeigen. Einmal eben hier der Bereich, wo hinten der Film liegt. Davor ist der Schlitzverschluss. Den kann man natürlich so ein bisschen schlecht erkennen. Dann ist hier die Einstellung der langen Belichtungszeiten, also von der 30. Sekunde bis zur 1 Sekunde und T, also B, wird hier oben eingestellt. Ja, und das ist dann hier der Zeitauslöser, der auch rein mechanisch arbeitet und 10 Sekunden abläuft. Hier ist das Sucherfenster. Dann ist hier dieser Bereich dafür zuständig, die Entfernung zu messen mit einem Schnittbildentfernungsmesser, der einen horizontalen Schnitt erzeugt. Und hier ist nochmal ein kleines Fenster zur Einblendung der Berahmung im Sucherfenster. Ja, damit habe ich die Kamera von Äußeren vorgestellt. Ich mache sie jetzt mal auf. So, und nehme jetzt den Unterdeckel ab, dann sieht man hier die Aufbewahrungsfächer für den Film. Der wird von hier aus durch diesen Schlitz durchgezogen
und dann hier eingelegt. Das ist eine schöne Lösung, aber wenn man Staub oder irgendetwas aus der Kamera rausbekommen will, ist es etwas ungünstig, weil man kommt nicht ran hinten. Ja, man kann nur durch diesen kleinen Schlitz hier mit Luft pusten versuchen, eventuellen Staub da rauszubekommen oder eben den Verschluss aufmachen und dann von der Seite etwas Luft einpusten. So, dann machen wir wieder zu dem Zweck. Das muss wohl so rum. Und ziehe zu und die Kamera ist wieder bereit. Da gerade jetzt hier der Objektivteil draußen ist, kann ich jetzt gleich mal demonstrieren, wie fotografiert wird mit der Kamera. Also aufgezogen ist. Ich habe das hier schon mal probiert. Die Kamera steht jetzt auf einer 125. Sekunde und ich löse mal auf und versuche hier so ein bisschen das Licht reinfallen zu lassen. Es geht los. So, da war ganz kurz das Geräusch und man sah dann eben den Verschluss vorbei wandern. Das ist ein Schlitzvorhangverschluss. So, ich ziehe wieder auf und werde jetzt mal eine Aufnahme machen mit Selbstauslöser. Zu diesem Zweck ziehe ich hier den Verschluss auf. Der ist jetzt bereit. Jetzt wird nicht hier ausgelöst, sondern ich ziehe, wenn ich jetzt ein Foto machen will, hier diesen Knopf herunter. Ich mache das mal. Achtung. So, da war es. Der Verschluss hat ausgelöst. Und weil es so schön war, nehmen wir gleich nochmal die langsamen Belichtungszeiten. Dafür stelle ich hier das Drehrad auf eine 30. Sekunde ein. So, dieser Dreier steht nämlich 30 bis 1 und kann nunmehr hier vorne die weitere Belichtungszeit einstellen. Ich sage jetzt mal, ich stelle das mal auf eine 15. Sekunde ein. So, ich zeige das jetzt nochmal. Eine 15. Sekunde aufgezogen ist und ich löse aus. So, da war's. Und ich kann jetzt nochmal erstmal wieder aufziehen und ich kann jetzt nochmal auf B schalten. B, also das heißt, der Verschluss bleibt offen, solange ich auf den Auslöser drücke. Mache ich jetzt mal. Jetzt ist der Verschluss offen und wenn ich loslasse, springt er wieder zu. Ja, jetzt kommt das Objektiv wieder rein. So, ist drin. Man kann jetzt hier die Entfernung einstellen. Das zeige ich jetzt mal hier vorne, da kann man gut drauf blicken. Jetzt kann ich hier dran drehen. Und wenn ich hier dran drehe, wird auch gleichzeitig hier im Entfernungsmesser entsprechend dieses Keilsystem arbeiten. Und man sieht jetzt hier auch, je nachdem wie ich die Entfernung eingestellt habe, bewegt sich der gesamte Teil der Blendeneinstellung mit. Also die man ja hier sonst so einstellt. Das ist ein klein bisschen unpraktisch, aber ist Teil dieses Kamerasystems. Ist man mit dem Fotografieren fertig, kann man auch die vordere Struktur des Objektivs einziehen und die Kamera ist dann sehr schmal, fast geeignet für die Jackentasche. Kamera ist schwer, aber Qualität ist eben schwer. Gut, damit habe ich die Kamera vorgestellt. Eine wirklich gute und qualitative Kamera, die auch noch nach vielen Jahrzehnten einwandfrei funktioniert. Jo, das war's.